Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial von mir. Und zwar machen wir heute, die hier kennt ihr ja schon, den Link versuche ich mal zu verlinken. Die Anleitung hier für diese Tasche ist auch auf meinem Kanal. Und jetzt habe ich die ein bisschen verändert. Also dass es hier spitz ist und nicht wie hier noch so einen kleinen Steg hat. Ja, und die hat ja auch noch so einen Umschlag. Und wie das geht, das zeige ich euch. Stellen wir mal weg. Wir brauchen für diese Tasche auch wie für die andere ein Designpapier. Und zwar brauchen wir einen Streifen mit der Breite 14. Mal 26, das wird unser Umschlag. Und dann brauchen wir zwei Streifen in 20, also die 20er Länge. Und dann mal drehen wir das um und schneiden uns noch zwei Stücke mit einer Breite von 8. Die lassen wir dann auch gleich so drin liegen und falzen auf einer Seite bei 1 Zentimeter und bei dem anderen ebenfalls. Das werden die Seitenteile. So, jetzt nehmen wir uns unser langes Stück und falzen, legen das auf die lange Seite und falzen das bei 7 und bei 13. So, dann kann man das hier schon mal alles durchfalzen. Weil ich habe mir das überlegt, hier in diese Tasche passt recht viel rein und manchmal hat man gar nicht so viel. Jedenfalls geht es mir so. Ich fühle mich dann immer verpflichtet, wenn ich sowas als Goodie mache und wenn es kein Geschenk ist, dass man da halt auch jede Menge reinfüllt. Hier ist es ein bisschen moderater. Also im Prinzip, das Prinzip ist ähnlich wie bei der anderen Tasche, bei der größeren. Jetzt legen wir uns das hin. So wird das dann nachher eingebaut. Jetzt legen wir uns das hin und markieren, legen das hier an den Rand an und markieren uns hier unten und hier oben jeweils die Falzmarkierung. Seht ihr das? Dass das dann auf der Falzlinie liegt. Ich hoffe, man kann es sehen. Dann kann man das wegnehmen. Nimmt sich jetzt sein Geodreieck und das hier in der Mitte, das sind 6 cm, anlegen bei 3 und 3 und bei der 0 eine Markierung setzen. Dann nehme ich mir hier meine Falzkugel zur Hand und falze von der unteren, äußeren zu der Mitte. Ebenfalls auf beiden Seiten. Ich mache das mal, dann knicke ich das, dann seht ihr das besser. Macht das bitte mit einem weichen Bleistift, dann kann man nämlich hinterher die Markierung wegradieren.
jetzt kann man das falten. So sieht das dann aus. Das hier wird dann die Spitze, die hier dann nachher so reingesetzt wird. So, jetzt wird das Ganze mit Klebeband belegt. Und dazu legen wir das mit der schönen Seite zu uns, also die, die außen sein soll, legen wir das zu uns hin und bringen hier unten auf dem Stück einmal komplett Klebestreifen auf. Drehen uns das um und dann kommt der Kleber nur hier auf die äußeren, auf die beiden äußeren. Das in der Mitte, das wird ausgelassen. So, dann kann man das Klebeband abziehen. Mein Pixar ist gerade runtergefallen. So, abziehen. Das hier umschlagen. Jetzt können wir das hier abziehen, das Äußere. Jetzt nehme ich mir das so und knicke das so nach außen und lege das jetzt so genau wie möglich an den Rand zwischen die beiden Falzlinien. So, und jetzt nehme ich mir das so, das ist ja jetzt hier fest, nehme ich mir das so, dass ich hier den Finger an die äußere Spitze anlege und an die untere. Und dann knicke ich mir das hier auf die äußere Linie. Ich mache das mal und dann zeige ich euch das. Also so, dass es hier so an der äußeren Linie anliegt. Seht ihr das? So. Das machen wir hier auf der Seite auch. Also ich nehme hier meinen Fingernagel, lege den hier auf die äußere Falz und gehe hier mit dem Finger rein und lege hier das auf die, dass es hier eine Linie ergibt und knicke mir das um, so dass es dann so im Endeffekt aussieht. Das Schöne bei diesen Verpackungen ist, die kann man flach lagern und nur bei Bedarf aufbauen. Dasselbe machen wir jetzt mit der anderen Seite auch. Und ich würde euch empfehlen, als Tipp, das hintereinander zu machen, weil ich habe das auch schon mal andersrum gemacht. Und da ist das kolossal in die Hose gegangen. Also ich habe es auch schon mal so gemacht, dass ich beide Teile erstmal markiert habe. Und dann hat es nicht mehr gepasst. Warum? Weiß ich nicht. Ich lege mir das dann hier so hin, nehme mir meinen Bleistift, markiere hier die Spitze an dem gegenüberliegenden und dann schiebe ich mir das hier ein Stückchen hoch, gucke, dass ich hier auf der Linie bin, also an der Seitenlinie, und markiere mir hier unten die Falzlinien. So, auch das wird natürlich wieder gefalzt. Mit der Falzkugel. Anschließend wieder wegradieren. Ist es bei euch eigentlich auch so heiß? Also bei uns ist es hier, es war gestern, es war unerträglich. Ich konnte mich zu nichts durchringen. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon machen. Ich konnte mich zu nichts durchringen. Ich war so lethargisch. Ach, schlimm. Also ich bin nicht so der Mega-Sommer-Typ. So, jetzt können wir das hier auch wieder falzen. Das Ganze nochmal mit dem Falzbein nachziehen. Auch hier jetzt wieder
Klebeband aufbringen. Auf der nach außen gezeigten Seite einmal komplett. Und auf der Innenseite wieder die Mitte freilassen. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, weil das hier durchgefalzt ist. Also nur auf die beiden äußeren Flügelchen das Klebeband aufbringen. Dann wieder abziehen. Auch hier und jetzt wieder einsetzen. Wieder drauf achten, also hier wieder nach oben die Flügel und dann wieder darauf achten, dass es genau wie möglich, also schön an den Rand und die Falzlinie auf die Falzlinie. So, und auch hier jetzt wieder hier reinkneifen, hier das rüberziehen. Dann hier gut an den Rand anbringen. Wenn man will, kann man das hier auch nochmal mit dem Falzbein nachziehen. Auf der anderen Seite ebenfalls. Schön auf den Rand auflegen. So, jetzt kann man das hier schon mal festkleben. Das mache ich mit Flüssigkleber. Dazu nehme ich mir hier die Seiten hoch und bringe dann hier meinen Flüssigkleber auf. Am besten hier schön an den Rand und hier auch nur auf diesem Dreieck. Das wird angeklebt. Auf der anderen Seite auch. Darauf achten, dass es schön am Rand ist. Und festkleben. Und natürlich hier unten auch. So, dann kann man das nochmal mit dem Falzbein ein bisschen anarbeiten. Und dann ziehen wir uns noch eine einzelne Naht oder eine einzelne Falzlinie jetzt zum Schluss. Und zwar müssen wir ja jetzt diese Umschlagtasche machen. Und weil das immer nicht so ganz genau hinhaut hier, mache ich diese Linie zum Schluss, nehme hier mein Dreieck und gehe hier so weit wie möglich ran. Ich gucke, ist bei 5 cm passt es einigermaßen gut. Könnte auch auf 5,1 gehen. Das würde vielleicht noch ein bisschen besser passen. Also das muss man so ein bisschen variieren. Und das muss man zum Schluss machen. Also da kann ich kein Maß richtig vorgeben, weil die Flügelchen sich immer so ein bisschen anders in die Tasche legen. Und deshalb würde ich euch auch empfehlen, das zum Schluss zu machen. Dann kann man hier mit dem Eckenabrunder, das finde ich dann immer ein bisschen schöner, was ihr da habt. Es gibt ja auch solche Schmuckabrunder, hier die Ecken abzurunden.
Und damit ist die Tasche dann auch schon fertig. Also das ist eine schnelle Sache. Es macht was her. Es ist zwar ein bisschen aufwendiger als wie jetzt ein anderes Täschchen, aber ich finde, es ist super. Es ist schön zu lagern. Es nimmt nicht viel Platz weg und ist eine tolle Sache. Wenn man möchte, kann man dann jetzt hier, also ich habe hier so eine Handcreme, die passt da rein, ganz gut. Wenn man möchte, kann man jetzt hier auch noch 2 Magnete aufbringen auf der Lasche. Ungefähr auf gleicher Höhe, ein bisschen andrücken. Die müssen jetzt auch nicht viel halten und überschlagen, die Magneten andrücken, aufmachen und hier auch nochmal andrücken. So, dann kann man da eine Schleife drum machen. Ich habe hier jetzt noch eine, die ist zwar schon mal gebraucht, aber jetzt hier, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, kann man ja die doofen Enden mal wegnehmen. Und falls jemand von euch den ultimativen Tipp hat, wie man eine Schleife bindet, wäre ich euch sehr dankbar. Weil bei mir werden die irgendwie immer komisch und nie so richtig schön. Ich glaube, es ist immer besser, wenn ich dann Doppelknoten mache. Jetzt bin ich wahrscheinlich aus dem Bild gerutscht, aber kleinen Moment, kleinen Moment. So, also wie gesagt, wenn jemand von euch weiß, wie man eine tolle Schleife bindet, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, weil das ist immer so mühselig und dann zuppel ich ewig an den Schleifen rum, bis mir das einigermaßen gefällt, aber so richtig gefällt es mir nie. Und ja, also es wäre super, wenn ihr mich mal an eurem Wissen teilhaben lasst. So, dann kann man das hier natürlich noch entsprechend kürzen. So, und damit ist das Täschchen schon fertig. Also ich finde, das ist ganz sweet und ganz süß. Nicht so groß, wenn man mal ein bisschen was Kleineres haben möchte, wie die hier. Und sie ist ganz genauso schnell gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar, Daumen nach oben, Abo da lasst. Ihr kennt das Spiel und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Sonntag. Tschüss.